Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ich entschuldige mich zuallererst erstmal für den doch etwas harten, clickbaitigen Titel, aber für den heutigen Zweck ist es, denke ich mal, ein guter, denn heute möchte ich nämlich die Aufmerksamkeit des Videos auf meine YouTube- bzw. Twitch, sagen wir es mal, gebündelt SF-Kollegen richten, die auch für euch alle da draußen Content produzieren. Und ja, ich habe mir so gedacht, bevor ich am 24. nochmal ein kleines Giveaway mache und nochmal den Weihnachtsmann für euch als Community spiele, habe ich mir gedacht, ey, ich mache mal meinen Shakes and Fidget Kollegen eine kleine Freude und eventuell freut sich der ein oder andere darüber und ja, eventuell springt auch der ein oder andere von euch auf die Kanäle der anderen. Denn was passiert, wenn ich, ja, keine Ahnung, wenn ich nicht mehr Videos machen sollte, wo bekommt ihr eure Daily Dose of Shakes and Fidget so her? Ne? Ist ja klar, ich bin natürlich nicht der Einzige, der irgendwie Shakes and Fidget macht. Es gibt natürlich noch viele weitere da draußen und heute möchte ich mal meine deutschen YouTube-Kollegen vorstellen, zumindest die Deutschen. Es gibt natürlich auch noch sehr viele andere, tschechische, polnische, ungarische, ne? Sehr, sehr viele YouTuber. Da ist die Szene deutlich größer als bei uns in Deutschland hier. Allerdings natürlich, klar, wir sprechen hier Deutsch und deswegen möchte ich auch natürlich meine deutschen Kollegen heute mal ein bisschen vorstellen. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Ne? Und ich würde mal sagen, ich habe die letzten Wochen, Monate, würde ich mal so sagen, ja, so ein bisschen herumgescoutet und habe mir heute in der Nacht mal so eine kleine Liste gemacht und aufgeschrieben, wer denn im Moment alles so aktuell Shakes and Fidget Content macht. Ich muss dazu sagen, von früher gibt es natürlich viele Leute, die sehr viel Content gemacht haben, die aber jetzt aktuell nicht mehr gerade aktiv sind. Kann sein, dass die früher oder später mal wiederkommen. Es ist immer so, dass Leute kommen, Leute gehen, aber dass Leute bleiben für lange Zeit, das ist eher die Ausnahme und deswegen möchte ich jetzt das ja, Rampenlicht, sag ich mal, auf die aktuell deutschen Content Creator zu Shakes and Fidget richten und ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt an, der Reihe nach, und zwar mit dem allerersten. Das ist hier der Toxic YouTube, ja, den habe ich schon einige Zeit im Auge. Ich richte mich dann immer so danach, bei Shakes and Fidget gehe ich dann, oder Kategorie YouTube, Shakes and Fidget, kürzlich geuploadet und dann gucke ich dann, wer da so gerade aktuell ist und da ist mir halt der Toxic halt auch aufgefallen, da er das Ähnliche macht wie ich, und zwar Daily Uploads zu Shakes and Fidget und da kann ich mich natürlich mit am meisten identifizieren. Es gibt Leute, die machen sehr hochwertigen Content, dafür nicht so oft. Dann gibt es halt so Leute wie zum Beispiel Toxic und mich, die halt eher so dieses Let's Play-mäßige von Shakes and Fidget zeigen. Da kann sich dann jeder selbst suchen, was ihn am meisten anspricht. So. Ja, manche interessieren sich nur für die hochwertigen Videos, manche stehen auf dieses Let's Play-Zeug und ja, da ist die Auswahl, wie gesagt, halt gar nicht mal so klein, wie man vielleicht denken mag. So, ne? Und dazu möchte ich auch vorher nochmal sagen, ja, ich verfolge nicht aufmerksam alle Kanäle. Das kann ich halt auch einfach nicht. Dafür sind es zu viele. So, manche schaue ich mehr, manche schaue ich weniger. Manche habe ich noch gar nicht richtig beobachtet, hatte aber gesehen, dass sie dafür sehr aktiv sind und möchte das ja trotzdem dann wertschätzen hier in dem Video. Deswegen verzeiht mir das bitte. Wenn ich auch nicht jeden abonniere oder nicht abonniere, das ist für mich vollkommen egal. Ich verfolge das ja trotzdem alles aufmerksam. So, ne? Deswegen, übrigens findet ihr auch alle Kanäle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, Toxic macht hier Daily Uploads, hat jetzt vor kurzem auch, glaube ich, gerade angefangen und ja, man sieht hier und da, ist mir schon mal öfter aufgefallen, so ein bisschen der Thumbnail-Stil hatte ich irgendwo schon mal, das ein oder andere Bild habe ich irgendwo schon mal gesehen.
Ja, aber ist nicht weiter wild. Hier vor allen Dingen sowas hier. So eine Thumbnails kommen mir sehr bekannt vor hier. Aber ja, alles gut. Das ist vollkommen fein. Ja, Toxic YouTube, viel Erfolg dir weiterhin mit Shakes and Fidget auf deinem Kanal. Dann kommen wir mal zum nächsten, und zwar, der ist mir erst vor kurzer Zeit ins Auge gestochen, und zwar ist das der Rudi 361. Der hier das Goblin-Kartell leitet, und der Rudi hat ein richtig geiles Format, was ich übel abfeier, und zwar ist das die Shakes and Fidget Show, und da ist er jetzt, hat er sogar vor 5 Stunden hier gerade die neueste Folge, Folge 3, hochgeladen. Das sind Sachen, die enjoy ich richtig. Da kommt in mir so ein richtiges Oldschool-YouTube-Feeling irgendwie durch, so von alten Zeiten. Fühle ich mich sehr heimisch, wenn ich diese Videos schaue. Ja, ziemlich cool gemacht, mit sehr viel Herz, und deswegen schaut da auf jeden Fall mal auch vorbei bei Rudi. Die Shows generell, also speziell die Shows gefallen mir sehr gut, deswegen berechtigter Shoutout auch hier an der Stelle. Ja, dann haben wir hier den Basi, den kennt ihr vielleicht, war kürzlich bei mir als erster Stufe 600er Free-to-Play, seht ihr auch hier, hat hier auch hier seinen Chart vorgestellt, den er auch bei uns im Video vorgestellt hat, und hatte kürzlich auch gerade hier ein Video gemacht zur IHOF mit den 25 besten Gilden, und sogar als mit Celtic, wo ich ja drin spiele, als Hauptfokus, Hauptfokus drauf gelegt. War speziell für mich, weil ich halt da Mitglied bin. Sehr interessant auf jeden Fall. Deswegen Grüße gehen raus an der Stelle. Schaut auch sehr gerne mal beim Basi vorbei. Ja, dann haben wir hier den Charlie, der hin und wieder mal aktiv ist, aber nie so ganz von der Bildschirmfläche verschwinden möchte. Der Charlie hat jetzt kürzlich auch gerade den Zeus besiegt. GZ dazu an der Stelle. Ich hoffe mal, da kommt in Kürze noch ein Video dazu. Kommt alle paar Monate mal ein Video vorbei. Den Charlie kennt ihr auch. Und ja, ich hoffe mal ein bisschen regelmäßiger, aber natürlich möchte man auch niemanden irgendwie zu seinem Glück zwingen, sag ich mal. Deswegen, so wie Zeit ist, so wie Lust und Laune da ist, natürlich sehr, sehr gerne. Den Charlie habe ich auch abonniert, der spammt mir nicht so die Abo-Box voll, finde ich sehr sympathisch, deswegen habe ich das mal da gelassen. Aber wie gesagt, macht da keinen Unterschied, ob ich jemanden abonniere oder nicht. Meistens kriege ich die Videos so oder so mit, so, ne? Ja, will mir bloß halt nicht meine komplette Abo-Box zuspammen mit Only Shakes and Fidget, ne? Weil die gucke ich, wenn mal irgendwann Zeit ist, und ja, da habe ich dann meine private Abo-Box dann für schon belegt, sag ich mal. Ja, den Sergio, natürlich, den kennt ihr, brauche ich glaube ich nicht weiter erwähnen, war schon öfter mal hier und da zu sehen in Livestreams, oder hatte auch schon öfter mal einen Shoutout zu ihm gegeben, macht sehr hochwertige Shakes and Fidget Videos, allerdings nicht so in der Masse, aber dafür mit Klasse. Ja, das kann man, denke ich mal, so sagen. Und ja, da könnt ihr definitiv sehr, sehr hochwertigen, gut editierten Content erwarten. Und deswegen kommt da auch nicht so häufig ein Video. Kann ich nur empfehlen. Und ja, deswegen Grüße gehen auch raus an dich, Sergio. Ja, der nächste ist Melendez. Melendez auch hier vor ganz kurzer Zeit erst ein Video hochgeladen hier, gerade, wo ich das Video aufnehme hier. Kennt ihr auch schon, hat auch einen YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, was mehr bespielt wird, ob sein Streaming- oder YouTube-Kanal. Auf jeden Fall ist er auf beiden aktiv. Verfolge hier auch die Podcast-Serie, also Melendez auch hier mit dem Shakes and Fidget Podcast am Start. Und ja, finde ich sehr cool. Den ersten habe ich durchgehört, den zweiten habe ich noch nicht gehört, auch wenn das hier schon rot ist. Also ich habe einmal raufgeklickt, gar nichts weiter gehört, die ersten 10 Sekunden, komplettes Video rot. Also das kann ich auch nicht verstehen, wie das hier zustande kommt. Aber ja, werde ich mir definitiv noch reinziehen. Die Podcasts, klar, ist auf jeden Fall was auch irgendwo fehlt in Shakes. Hatten wir oft schon die Ideen gehabt, ob man das machen kann irgendwie. Wir haben die Stammtische dafür genommen, haben gesagt, ey, man kann das gleichzeitig als Podcast auch sich anhören, so, aber auf Medien wie zum Beispiel Spotify oder so, da kann man halt eben ja, das Ganze halt auch ohne Video sich zu Gemüte führen und kann das halt im Auto nebenbei hören oder was weiß ich. Deswegen wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dir mit deinem Podcast und deinen weiteren Projekten. Vielleicht ist man mal irgendwann als Gast mit dabei.
Wäre auf jeden Fall cool. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Dann der Zuschauer-LP ist auch jemand, den ich relativ wenig verfolge, muss ich sagen. Liegt aber nicht daran, dass er jetzt irgendwie unsympathisch ist oder so, ganz im Gegenteil. Allerdings, ja, weiß ich nicht, wie gesagt, man kann halt eben nicht jeden aufmerksam verfolgen. Hat hier vor kurzer Zeit, das habe ich mitbekommen, auch sein eigenes Profilbild bekommen. War schon mal früher anscheinend in der Primetime, wie ich das so anhand seiner Abonnenten sehe und im Verhältnis zu den Aufrufen so. Da wird er, denke ich mal, seine Peakzeit früher mal gehabt haben, irgendwann. Und ja, macht jetzt momentan auch sehr regelmäßig hier Shakes and Fidget Content, was natürlich auch super cool ist. Ist, glaube ich, auch ein Urgestein in der Szene, war, glaube ich, lange Zeit vor mir am Start. Ich weiß nicht, ob er dann Pause gemacht hat oder so, ich kenne da die Story nicht, aber auf jeden Fall, ja, kennt ihn, denke ich mal, auch der ein oder andere. Und ja, ist auf jeden Fall auch aktiv. Jo, der nächste ist der Bellegar. Bin ich aufmerksam geworden, muss ich sagen, weil er auch relativ häufig Kommentare bei mir schreibt unter meinen Videos. Und dann irgendwann bin ich dann mal darauf aufmerksam geworden, dass der gute Kollege auch Videos macht. Und ja, da könnt ihr natürlich auch sehr gerne mal vorbeischauen. Hat sogar eine relativ große Abonnentenanzahl, deswegen auf jeden Fall ganz geil. Hat sogar hier Metin mal hochgeladen. Ja, also scheint auch Metin zu zocken irgendwie. Das ist auch ein Kindheitsgame von mir, Metin 2. Habe ich auch sehr, sehr krass gesuchtet damals, als noch ein paar mehr Server gab. Auf Phelon war das damals gewesen, mit einem Magie-Sura. Das war meine Klasse, meine Way to go, aber wir schweifen ab. Ja, auf jeden Fall Bellegar, auch jemand, der Shakes and Fidget macht. Ich weiß nicht, auf W60 ist er hier vertreten, so wie ich das sehe. Ne? Und natürlich könnt ihr auch bei ihm sehr gerne mal vorbeischauen. Ja, ansonsten, ja, Hunrizzle, klar. Wie kann man ihn vergessen? Ne? Geht gar nicht. Hunrizzle, Urgestein, war lange schon vor mir da, was Shakes and Fidget angeht. Was seinen Kanal angeht, oder seit wann er auf YouTube ist, weiß ich gar nicht, weil hier steht seit 2012. Ich bin ja tatsächlich seit 2011 am Start, was YouTube angeht. Ne? Also ich bin auch ein Urgestein, allerdings nicht in Shakes and Fidget. Ich bin vielleicht ein YouTube, ja, was heißt Urgestein, YouTube-Urgestein? Ich bin halt schon lange auf YouTube unterwegs, so, ne? Damals halt mehr so in anderen Games. Shakes and Fidget kam dann erst bei mir später dann aktiv YouTube technisch auch begleitet, aber der Hunrizzle macht es seit Anfang an und hat sehr, sehr viele Jahre hier auf dem Buckel, wo er das Spiel begleitet hat, und deswegen hat hier auch vor kurzer Zeit sein Profilbild bekommen, mehr als verdient, und hatte ich Ihnen auch schon gesagt, dass weiß ich auch sehr hoch zu schätzen, dass er nie irgendwo nachgefragt hat, sondern dass, wenn es so ist, dass ja, Playa Games das denn so sieht, dass er sich das dann irgendwie verdient hat oder so. Auf jeden Fall, da hat er nicht nach dem Profilbild gebettelt, und das macht ihn halt noch sympathischer, als er eh schon ist. Ne? Ganz klare Sache, auch immer noch regelmäßig nach so langer Zeit am Start. Kuss und Gruß geht raus an dich, Basti, ne? Müssen wir auf jeden Fall auch wieder was unternehmen in der Zukunft. Und ja, das war jetzt erstmal so das auf YouTube. Falls ich irgendjemanden vergessen habe oder so, dann nehmt mir das bitte, 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 bitte nicht böse. Schreibt es mir in die Kommentare und votet das mit Daumen hoch oder so, damit man auch sieht, wen man irgendwie verpasst hat oder so. Ja, das ist nicht böse gemeint. Ich hatte das jetzt relativ spontan aufgenommen, das Video, und hatte aber schon lange Zeit die Leute im Kopf, die man da reinnimmt. Ne? Und deswegen sind sehr, sehr viele Leute, deswegen verzeiht mir, falls ich irgendjemanden vergessen habe. Ja, das soll nicht böse sein. Ja, kommen wir zu den Twitch-Leuten. Bei den Twitch-Leuten, muss ich sagen, bin ich natürlich nicht ganz so aktiv wie auf YouTube, weil mein Zuhause ist halt einfach YouTube, da bin ich heimisch, und auf Twitch, da habe ich so meine Streamer, die ich so privat gucke. Ich weiß nicht, man sieht es, glaube ich, an der Seite links, die ja gerade online sind, und das ja, ist meistens eigentlich Summit 1G, so ist mein absoluter Favorite Streamer. Und ja, Shakes and Fidget Streams verfolge ich tatsächlich nicht sehr
aufmerksam. Trotzdem gibt es natürlich auch diesen Bereich, den man nicht vernachlässigen sollte, denn es gibt eine eigene Rubrik bei Shakes auf Twitch und das ist halt Shakes and Fidget. Das ist hat eine eigene Rubrik, das Game, was es früher halt nicht hatte. Das ist erst vor, ich weiß gar nicht, vor 1-2 Jahren irgendwann dazugekommen. Und ja, seitdem her kann man sich eine sehr, sehr gute Übersicht verschaffen, wer denn alles gerade online ist, ne? Wer gerade alles live ist in Shakes and Fidget. Das ist eine sehr gute Kategorie, ne? Man sieht es hier, 10 Zuschauer gerade und ja, das ist auch mein Anhaltspunkt, wo ich mich meistens immer aufhalte und mit beschäftige. Wenn ich so auf dem Handy, ne, unterwegs bin, per App, gucke dann so, mich interessiert das dann immer, wer ist gerade live in Shakes, gucke dann einfach auf die Rubrik, aha, dann sehe ich so, hier, zack, zack, ist live und dann sehe ich dann immer, wer regelmäßig streamt und wer halt, ja, keine Ahnung, hin und wieder mal am Start ist, durch Zufall. Und ja, der Tuny, mit dem fangen wir an hier in der Kategorie Twitch. Der hatte sich auch hier schon etabliert in der Szene, war öfter schon bei den offiziellen Streams dabei, wo ich noch nicht mal war, ja. Und ja, auch ein sehr, sehr sympathisches Kerlchen. So wie ich das gehört hatte und so wie ich es auch mitbekommen hatte, hat er ziemlich viel zu erzählen, aber das ist auch sehr, sehr gut, denn das muss man auch in Shakes and Fidget, denn wenn man lange Streams macht und lange unterhalten will, dann muss man auch was sagen können und nicht einfach nur seine Alu runterklicken und das, denke ich mal, macht ihn auch sehr sympathisch und ja, natürlich auch gerechtfertigt, dass er da ist, wo er jetzt ist. Ne? Dann machen wir weiter mit dem offiziellen Stream von Shakes and Fidget. Kennt, denke ich mal, jeder. Hat jetzt gerade kürzlich die 40.000 Follower geknackt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wird geführt natürlich von Mozone. Und ja, das ist natürlich, ne, ich denke mal, da brauche ich nicht viel zu sagen. Das spricht, denke ich mal, für sich. Eine ganz klare Sache. Wo wir gerade bei Mozone sind, der Mozone selbst streamt auch, das wissen vielleicht nicht ganz so viele wie der offizielle Stream, kann man aber natürlich auch sehr, sehr gerne vorbeischauen mal, denn das, was man vielleicht so im offiziellen Stream nicht sagen darf oder ne, worauf man nicht so detailliert eingehen kann, wird dann halt in den privaten Streams, sage ich mal in Anführungszeichen, von Mozone gemacht und deswegen könnt ihr da natürlich auch sehr gerne mal ein Follow da lassen und Grüße und ja, deswegen auch an der Stelle Kuss und Gruß geht raus ja, in deine Richtung. Ja, den Davalon kennt, denke ich mal, auch jeder von euch schon, ne? öfter schon gestreamt, öfter schon Videos gemacht und ja, streamt auch. Es kommt mir vor relativ unregelmäßig, mal mehr, mal weniger. Ist, glaube ich, so ein bisschen phasenweise bei ihm. Ich kann es nicht ganz einschätzen. Aber natürlich kennt ihr ihn, macht sehr ja, pilzintensiven Content, jagt da die Rekorde und da kann man auf jeden Fall was lernen, wenn es um das Thema Serverstart geht. Ne? Ja, dann machen wir weiter mit My El Chefi. Der ist auch sogar gerade live. Ja, und den hatte ich auch auf dem Schirm gehabt, weil der ist jeden Tag oder gefühlt jeden Tag morgens schon direkt am Start und am Stream auch schon über längere Zeit. Und wie gesagt, ich gucke in den Streams immer selbst nicht so großartig selbst rein. Ja, das dürft ihr mir einfach nicht böse nehmen. Aber ich sehe halt einfach in der Kategorie Shakes and Fidget, dass ihr halt eben jeden Tag am Start seid, jeden Tag live seid und halt eben sehr viel für das Game macht. Und sowas muss halt eben auch supported werden, wenn da halt eben, wenn ich merke, da ist so die Leidenschaft da ist so, ja, Ambition, da ist halt einfach, ne, das macht man weil es halt einen Spaß macht so und deswegen, ja, muss das Ganze natürlich auch irgendwo so ein bisschen supported werden. Deswegen auch My El Chefi hier in der Liste enthalten. Genauso wie der nächste oder beziehungsweise die nächste, und zwar ist das Knuffi. Ja, muss ich auch zugeben, hatte ich bisher wirklich auch noch nicht so großartig reingeschaut gehabt, sehe ich aber, ist relativ häufig auch online, auch in der Kategorie Shakes and Fidget und halt einfach das Durchhaltevermögen über längere Zeit, dass man halt regelmäßig oder regelmäßiger streamt, dass man immer mal wieder so am Start ist. Das ist halt einfach was, wenn ich das irgendwo sehe, dass das bei jemandem der Fall ist in Shakes and Fidget, dann ist das was auf jeden Fall auch supported gehört und ne, gerade in der Shakes and Fidget Szene, da möchte man natürlich
auch irgendwo, ja, möglichst jeden irgendwie immer supporten, auch wenn man nicht jeden immer gleichmäßig viel verfolgen kann. Ne? Aber das ist, denke ich mal, verständlich. Und ja, trotzdem könnt ihr da natürlich sehr gerne auch mal vorbeischauen und euer eigenes Bild von machen. Erfüllt hier die Frauenquote zum Glück. Ja, nicht nur Männer, sondern auch mal eine Frau. Deswegen Grüße gehen raus, auch an der Stelle. Ne? Und ja, der nächste Derafin, denke ich mal, kennt auch jeder von euch. Ne? Hatten wir auch schon öfter Videos gemacht und Streams und Stammtische und so. Ist auch oft bei den offiziellen Streams mit dabei und deswegen, da brauche ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Sehr sympathisches Kerlchen, verstehe ich mich sehr gut mit ihm und deswegen auch an der Stelle, ne? Viele Grüße in deine Richtung, Dera. Ne? Und zu guter Letzt haben wir dann noch der Fußbus. Ne? Genau das gleiche wie ja, mit Knuffi oder Mai El Chefi oder auch Derafin ist genau das gleiche. Ne? Oder ja, eigentlich alle Leute bei Twitch ist halt sind halt Streams, die ich halt nicht sehr häufig verfolge, aber halt eben in der Kategorie sehe, dass die halt eben häufig online sind und wie gesagt, wenn es mir auffällt, dass Leute ja, da am Start sind, so hier in der Kategorie, dann merke ich mir das, speichere mir das ab im Hinterkopf und deswegen auch an der Stelle hier der Fußbus jemand, der auch häufiger online ist, auch, glaube ich, unregelmäßiger, aber ich habe es mir einfach gemerkt irgendwie, habe selbst noch nicht in seinen Streams vorbeigeschaut. Mal ab und zu habe ich von den Leuten so ein paar VODs mal so durchgeskippt, aber es ist halt einfach nicht was mich jetzt primär so catcht, irgendwo in den Streams zu sein. Man sieht mich relativ selten in Shakes and Fidget Streams, glaube ich. Ja, und das ist halt eben aus persönlichem Interesse, nicht gegen irgendwelche Leute persönlich, sondern halt einfach, weil es mir halt nicht ganz so ja, zusagt, sag ich mal, wie zum Beispiel YouTube-Videos zu Shakes and Fidget. So, die kann man sich immer mal so ab und zu geben, wenn mal eben die Zeit da ist. Ne? Ja, und das sind so die Creator, die momentan gerade so aktiv sind in der Shakes and Fidget-Szene. Das kann sich immer wandeln. Mal einer kann mehr aktiv sein, mal weniger. Einer kann mal komplett gehen. Ne? Und das ist halt eben das Ding so. Leute kommen, Leute gehen, manche Leute bleiben. Und eventuell konnte ich den einen oder anderen Creator so ein bisschen ja, seine Vorweihnachtszeit versüßen und eventuell habe ich so ein bisschen ja, den Horizont für euch, ne, für die Zuschauer gerade erweitert, dass es halt da eben draußen noch mehr Leute gibt, die das Game halt zocken, streamen, Videos machen, supporten und das gehört halt eben auch supported. Ne? Support ist kein Mord, deswegen auch an der Stelle, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne dem Video ein Däumchen nach oben da und schreibt was in die Kommentare, was euch auf dem Herzen liegt. Und ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.